Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe heute tatsächlich schon ein React-Video hochgeladen. Schaut euch gern das Video hierzu an. Dafür wird es morgen kein Video geben. Aber, was ist denn mit meinem Haar hier los? Egal. Ähm, aber ich habe mir überlegt, wir schauen uns im Schnelldurchlauf alle 35, wie sagt man, Songs für das diesjährige Eurovision Song Contest an. Alle, die da mitmachen, und schreibt mir auch gerne vorab in den Kommentaren, ob ihr schon einen Favoriten fürs diesjährige ESC habt. Würde mich natürlich sehr interessieren an dieser Stelle. Und ja, passend hierzu schauen wir uns all 35 Songs of the Eurovision Song Contest 2026 an. Und das Ganze fängt, so wie ich das sehe, mit Albanien an. Mal sehen, was sie in Albanien zu bieten haben. Wir hören rein. Es sind auch nur alles kleine Ausschnitte. Ähm, umso besser, finde ich. Also gehen wir rein. Okay. Hört sich geil an irgendwie. Das macht Stimmung. Okay. Wie viele Zetteln hat der? Oh, cool. Okay. Da muss ich mal kurz reinstoppen. Auch wenn das nicht ansatzweise mein Musikgeschmack ist, finde ich trotzdem sehr schön. Gefällt mir irgendwie. Finde ich, hört sich schön an. Australien, okay. Ich hätte eine Idee, ein Konzept, ja, das wäre einfach perfekt. Sie brauchen einen Tanzschein, da muss ich streng sein, weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Jetzt no disrespect. Aber es könnte vielleicht sogar ein Ohrwurm werden, ja, sage ich mal. Mein Favorit ist, ich muss leider das sagen, Österreich absolut gar nicht. Auch wenn der Song vielleicht irgendwie beim Mann gut ankommt, bei vielen natürlich auch ein bisschen Hate ausgelöst hat. Und viele denken sich, ja, Österreich blamiert sich mal wieder live und so, aber s Ohrwurmfaktor ist auf jeden Fall gegeben. Mehr kann ich zu dem Song natürlich ehrlicherweise nicht sagen. Sie einen Tanzschein, das soll kein Witz sein, weil ohne Tanzschein, da kommen sie nicht rein. Ich schließ die Schlimm Augen. ist, der Song wird auch bei jedem Mal hören irgendwie besser. Also, vielleicht gefällt er mir, nachdem ich ihn 10-mal gehört habe. Dann bin ich Clubbesitzer und auf der schwarzen Liste stehen die Steroidenspritzer. Und So. I keep dancing on the
fight. Der Anfang klang gut, bis das kam. Ja. Wow. Bulgarien, okay. Okay, crazy. Okay, Bulgarien, okay. Ich finde, Kroatien hat's drauf. Die Zeichen, vielleicht kann mir jemand erklären, wofür die Zeichen hier stehen. Ich habe Kyrillisch, was laber ich? Ähm, die Bedeutung von den Zeichen. Oh, Lelek, okay, geil. Sowas gefällt mir tatsächlich. Nicht geil. Sogar das kleine Land Zypern ist dabei. Oh, geil. Orangen. Ah, ja, Orangen sind das, glaube ich. Der Song ist ziemlich heimatverbunden, sehe ich. Daniel Ziska. Oh, dieses Zimmer gefällt mir. Jetzt, abgesehen vom Zeug, was da rumliegt. Ich finde, das Zimmer hat so viel Nostalgie in sich. Hier mit den Lautsprechern, die da Poster an der Wand. Oh, das erinnert mich schon wieder an mein Zimmer vor 12, 13, 14, 15 Jahren. Ungefähr so sah mein Zimmer auch aus. Mal abgesehen vom Zeug, was hier rumliegt. Aber ungefähr so kann man sich vorstellen, ja. Geil. Gefällt mir. Gesanglich. Ja. Nicht schlecht. Wie heißt er? Sören, ich glaube, man spricht das Ö aus, soweit ich weiß. Sören Torpegard Lund. Vorwiegard. Crazy Dude, sage ich ganz ehrlich. Erinnert mich auch wieder an Cosmo. Dänemark. Okay. Alter, der kommt hoch. Ninja. Ja. Hat was, hat was. Da zu der Band wollte ich eine Reaction machen. Ist leider nicht gegangen. Aus Urheberrechtgründen. Weil YouTube mag das nicht so. Schade eigentlich, weil ich fand
die Art, wie sie Violine spielt, und gesanglich echt mega geil. Also die Band hat mir total gut gefallen. Finde ich geil. Also ist auch einer meiner Favoriten, muss ich sagen. Vor allem, ich finde die Szene cool irgendwie, so mit dem Fenster, den Flammen. Sie kommt da mit der Violine her und er singt und herrlich. Das ist das ist geil, ja. Geile Nummer. Ah. Oh Gott. Das ist Oper. Das ist Oper. Aber mir ist aufgefallen, viele mit Violine sind dieses Mal dabei. Ich weiß nicht, wie es bei den letzten Eurovisions das war, aber dieses Jahr sind schon ein paar mit Violine dabei. So hören wir uns das Geschrei weiter an. Aber nicht schlecht. Also nicht falsch verstehen. Operngesang und das Hohe, das ist schon ein Talent. Also versteht mich nicht falsch. Geil ist es ja. Muss man aber mögen, sag ich mal. Das finde ich besser. Yay. Erinnert mich ein bisschen an Thriller von Michael Jackson. Der Tanz. Aber die Moves sind crazy. Das ist doch Sarah Engels, oder? Ja. Ha. Ich kenne mich aus, Leute. Verdammt verändert irgendwie, kommt mir vor. Ich kenn sie noch damals aus DSDS und Pietro Lombardi und die ganzen Skandale teils da waren. Ja. Oh, Deutschland auf jeden Fall besser als Österreich, sage ich ganz ehrlich. Es tut mir leid, das zu sagen, aber es ist so. Eine Stimme hat sie ja. Eine gute. Real estate, ferto, sashimi tuna, ferto, tesoro loyalty designer, su leo, ferto, letter palto, ferto, que escargo, ferto, rally cars, yo estás, su IPA, ferto. Ferto. Geiles Instrument, was ist das? Kann mir das jemand sagen? Irgendeiner von euch wird das wissen, was das für ein Instrument ist. Hoppla, das für ein Instrument ist. Ferto. Aber zu Griechenland muss ich sagen, eine 10 von 10, was das Video betrifft, weil man sieht auf jeden Fall, oder er oder seine Gruppe oder wie auch immer, hat sich extrem Mühe gegeben, das Video zu machen. Das finde ich geil. Und man sieht die Power, das ist auf jeden Fall gut gegeben. Nicht ganz mein Musikgeschmack, aber sei mal dahingestellt, Musikgeschmäcker hin oder her. Eine 10 von 10 fürs Video. War witzig. Mit dem Mobster. Okay, Israel. Israel ist auch dabei. Cool, wusste ich gar nicht.
per sempre Okay, das ist Italien. sì. Ja, schöner Song. Ich weiß es immer noch nicht. Es heißt, ist es Litauen oder Lettland? Ich kenne den englischen Namen nicht. Latvia, Lett Lettland, Litauen? Keine Ahnung. Schreibt's mir gerne in die Kommentare, wenn ihr's wisst, Leute. Schöner Song, ruhig. Okay, das ist Litauen, okay. Dann hat sich meine Frage erübrigt. War das Lettland? Okay. Aber das wird mich so triggern, wenn da mit der Kamera jemand die ganze Zeit so hin und her. War gesanglich echt eine 10 von 10. Erinnert mich ein bisschen an meine Arbeitskollegin. Aber ansonsten. Und schon wieder eine Violine. Das gibt's ja nicht. Aber Violine ist doch ein schönes Instrument. Es ist einfach geil und es gibt einfach dem Song nochmal einen krasseren Kick. Das feiere ich total. Und wenn jetzt noch eine Violine kommt, dann breche ich weg. Che bella, you know nothing is fair now. I'll keep holding on to you after all. Wieder Violin, also das gibt's ja nicht. Ich glaube, jeder Dritte bei dem diesjährigen ESC hat eine Violine dabei. Oder bin ich jetzt völlig, oder sehe ich nur noch Violinen? All of this time it's you and only you. مسكين من بحالي Das ist مسكين cool. من وك. ربحت البطالية إن شاء الله ضليت وطلبت لكل سنس أتنهص الدنيا تدور بيا. Che bella. Okay. وخليتني نستنى. Der Song ist ein Statement, so ganz. Alter. Ich finde ja auch das immer geil, Musik aus anderen Ländern so ein bisschen anzuhören. Auch wenn es jetzt teils oder die Hälfte davon jetzt kein Metal oder Rock ist, finde ich trotzdem der Gesang und so weiter bei manchen echt geil. Darauf achte ich natürlich. Es geht mir jetzt nicht darum, welche Musikrichtung es ist oder so, aber ich achte schon auch gern auf die Musik und auf den Sound, auf das Video sowieso. Also, ja. Und Montenegro, nicht schlecht. Ja, ja, ja. Der Typ hat aber Style.
Seht euch diesen Schnauzer an. Alter, geil. Und diese Tattoos. Der Drummer. Alle haben einen Schnauzer. Gut, er hat einen Vollbart, aber ansonsten. Oh, ha, eine 10 von 20, eine 20 von 10. Dieser Schnauzer. Geil. Ja, ja. Bringt auf jeden Fall guten Vibe rein. Voll. Ist das die Alicia Keys von Polen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, oder sehe ich das falsch? Polnische Alicia Keys. Könnte sie sein. War geil. Starke Nummer. Da sind sie, die Waben. Aber das haben sie echt mit Bedacht gewählt, muss ich sagen, die Outfits. Essa rosa mais bonita. Oh. Leute, ihr wisst, Alexandra Capitanescu, eine von meinen Favoritinnen. Oder Favoriten kann man schon sagen, oder? Ich finde ihre Stimme hammermäßig geil. Momentan ist aktuell, was ich in den Nachrichten irgendwie so gelesen habe, wenn man den Nachrichten trauen kann, irgendwie Skandal oder so, keine Ahnung. Also, das habe ich jetzt nicht weiterhin verfolgt, aber vielleicht weiß der eine oder andere mehr darüber, was in den News ist oder was in den Nachrichten über Alexandra Capitanescu steht. Irgendwas habe ich mitbekommen, aber jetzt nicht viel, aber sie ist und bleibt eine von meinen Favoriten. Und Ende. Rumänien auf die 1. Das war die San Marino in Österreich. In Europa. Spannend. Hallo? Ich bin immer noch am Schwanken zwischen Rumänien und Serbien, weil ich einfach beide total geil finde und ich finde, ich gönne es beiden. Am liebsten würde ich sagen, beide gewinnen. Aber es kann leider nur einer gewinnen. Ich bin echt gespannt, wer dieses Jahr gewinnen wird. Es wird spannend. Vor allem der Schaut, der hat mich gebrochen. So. Okay. Gut, das wäre vielleicht für Fans, die so eine Musik hören, etwas. Für mich ist es ehrlich gesagt nichts, weil das zu, zu hart techno-mäßig ist. Aber geil gemacht ist es. Da kann man schon eine 10 von 10 geben.
Jo, es wird spannend. Tanzen kann sie. Also Schwitzerland, also die Schweiz, ja, das kann ich unter Alternative Rock einordnen, die Musik, würde ich sagen. Ist nicht schlecht. Also gefällt mir. Ist ein ziemlich spannender Song, sage ich mal. So vom Eindruck her. Jo. Finde ich auch schön. Tatsächlich finde ich den Song schön. Ähm, Ich schätze mal, das wird so ein nationales Outfit sein, würde ich behaupten. Vielleicht weiß das wer von euch. Mit die Perlen und dieser Kette halt und dem Mantel, Jacke, Kleid, wie man es nennt. Schön. Eine schöne Stimme, wirklich schön. Eins, zwei, drei, darling, I need something so tight. Eins, zwei, drei, with a slice of pepperoni. Wie heißt sie? Look Mom, No Computer. Eins, 2, 3. Das finde ich geil. Die Briten oder die Engländer, Briten, Engländer, ich weiß immer noch nicht, wie man es genau sagt, ähm, die können recht stark übertreiben. Aber ich finde es witzig. United Kingdom, okay. Vereinigtes Königreich, so jetzt. Aber zuerst muss ich sagen, geile Schuhe, Doc Martens, sehr national. Ähm, ja, das erinnert mich auch etwas, an wen erinnert mich das? Party Rock Anthem, falls noch wer den Song kennt, aus den 2010er oder 11 mit dem Disco, ja, Wayne. Interessant. Geile Frise. Sehr geil. Da waren, ja Leute, da waren ein paar Schmuckstücke schon dabei, muss ich sagen. Es gibt ein paar, die haben mir wirklich sehr gut gefallen. Und traurigerweise muss ich sagen, das Land, in dem ich lebe, der Typ gefällt mir überhaupt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist so Ohrwurmmäßig und so gut der Text vielleicht auch sein mag, ist nicht meins. Absolut nicht. Da gefällt mir jedes Land ehrlicherweise besser. Aber ist Geschmackssache nun mal. Und ja, mich würde natürlich eure Meinung sehr interessieren. Welches Land ist euer Favorit? Das Land, in dem ihr lebt oder vielleicht auch 'n rockigeren Sound oder ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare für diesjährige ESC. Und ich bin gespannt, wer Gewinner wird. Wer auf die ersten 3 Plätze, sage ich mal, würden mich am meisten interessieren. Meine Favoriten sind ganz klar, ohne großes Reden, Serbien und Rumänien. Das sind meine 2 absoluten Favoriten. An 3. Stelle kommt bei mir persönlich, schwer, Kroatien. Ja, definitiv. Ja, Leute, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich habe mir jetzt alle angehört, zumindest die Hauptausschnitte sozusagen. Und ja, wie gesagt, es sind ein paar Schmuckstücke schon dabei. Ja, ich bin gespannt, Leute.
und hoffe auch hiermit, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jo, eure Meinung ist gefragt. Mir gefällt es total gut, dass jetzt alle so aufgelistet waren. Sehr geil. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, bleibt brav, passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.